Hey YouTube, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch wieder ein richtig schönes Styling. Super einfach zum Nachmachen oder für euch im Salon. Die liebe Jenny hat sich Locken gewünscht. Du hast aber auch schon von Natur aus Locken und da werden wir jetzt heute richtig schöne, edle Locken draus machen. Ganz wichtig, ihr kennt es schon, Step 1, Hitzeschutz. Super, super wichtig, wenn ihr schöne Haare behalten möchtet und mit heißen Tools arbeitet. Denkt da wirklich immer dran. Eure Haarstruktur wird es wirklich danken. Schön einarbeiten und am besten auch vor dem Föhn drauf. Wir haben eben schon richtig schön die Haare gewaschen, gepflegt. Hier kommen schon die kleinen Naturlocken durch. Erstmal trocknen. Okay, also die Haare sind jetzt richtig schön trocken. Das ist super, super wichtig, denn wir arbeiten mit dem Lockenstab. Ich habe mich heute für den konischen Lockenstab entschieden. Konisch, weil der vorne schmaler ist wie hinten und quasi verlaufend ist. Und dadurch habt ihr, das seht ihr jetzt gleich richtig schön, eine viel, viel natürlichere und schönere Locke, wie wenn wir quasi einen gleichbleibenden Lockenstab verwenden. Ich teile ab. Wer schon ein paar Videos von mir gesehen hat, es bleibt wieder dabei, wir teilen V-förmig ab. Ich zeige es euch gleich auch nochmal richtig. Ich gehe mal mit der Spange einfach hier rein. Ihr könnt das auch mit dem Stielkamm machen. Zack, man sieht, ich bin schon ein bisschen geübt. Schaut mal. Also wirklich richtig schön V-förmig. Teilt nicht gerade ab. Weil ihr werdet wirklich sehen, ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Die Locken werden hinterher im Gesamtlook viel, viel schöner fallen, wenn ihr V-förmig abteilt. Und wir nehmen wirklich nicht zu breite Abteilungen diesmal, weil wir wollen ja einen richtig schönen lockigen Look haben und keine Wellen. Deswegen schmale Partien rein und schön nach vorne schmaler werdend abteilen. Verbrennt euch bitte nicht die Finger. Es gibt auch so Hitzeschutz-Handschuhe, extra für solche Lockenstäbe. Aber ich gehe auf Risiko. Ich gehe immer auf Risiko. So, wieder rein. Und ich drehe wieder immer in abwechselnde Richtungen. Ich zeige euch das jetzt nochmal, damit das richtig deutlich ist für euch. Also ich habe jetzt nach da gedreht, also quasi zu mir. Und die nächste Locke drehe ich von mir weg. Seht ihr? Quasi zu euch. Kurz halten. Jetzt nehmen wir wieder die nächste. Auch schaut wirklich, dass ihr nicht zu dick abteilt. Gehen rein. Und jetzt drehe ich zu mir. Seht ihr? Der Schwung geht immer über den Lockenstab in meine Richtung. So, und so haben wir jetzt schon die erste Partie am Hinterkopf geschafft. Wieder schön schmal abteilen. Bleiben schön in der V-Form. Und jetzt seht ihr schon, können wir hier von der Seite was mit dazu nehmen. Das heißt, wir gehen hier rein. Ihr seht hier die Linie. Wir gehen hier hoch. Zack. Und nehmen uns das dazu auf beiden Seiten. Und die Haare hochklemmen.
Jetzt geht es genauso weiter wie eben, nur dass wir uns von vorne nach hinten arbeiten. Vorne ist es immer richtig schön, wenn die erste Locke vom Gesicht weggedreht ist, anstatt rein ins Gesicht. Ihr könnt es aber auch gerne mal ausprobieren, was euch da besser gefällt und mir in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist das ja nur meine Ansicht, dass ich das schöner finde, wenn das so rum ist. Ich drehe die Haare vom Gesicht weg. Und die nächste wieder nach vorne. Und wir behalten jetzt immer unseren Rhythmus bei. Kleine Partien, wir haben nach hinten gewickelt, wir haben nach vorne gewickelt, wir wickeln jetzt wieder nach hinten. Und das machen wir über den ganzen Kopf. Ich würde sagen, da machen wir einfach einen Schnelldurchlauf. Geil. So, hier machen wir noch mal einen kleinen Stopp. Und zwar haben wir jetzt die letzte Partie. Wir haben uns für einen Seitenscheitel entschieden. Das soll dann schön hier rüberfallen mit den Locken. Ihr seht, es hat sich jetzt schon gelohnt, finde ich. Sieht so nice aus. Aber ihr habt auch gesehen, es ist ein bisschen Arbeit. Aber die kleinen Abteilungen lohnen sich wirklich, finde ich. Und teilt euch dann wirklich eure letzte Partie so am Scheitel ab und stylt es rüber, wie es auch fallen soll. Dann habt ihr wirklich das schönste Ergebnis. Wie wenn ihr erst alle Locken macht und dann nochmal einen Scheitel zieht. Dann kann es leider passieren, dass ihr euch die Locken wieder kaputt macht. So, auch hier oben jetzt richtig schön weiter im Wechsel. Schön abwechselnd die Locken reindrehen. Und auch wirklich am Ende schön beibehalten mit den kleinen Abteilungen, weil
Ich kenne das, man will jetzt langsam fertig werden. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir ehrlich sind, ne, von zu Hause. Und man will fertig werden und fängt dann an, leider immer ein bisschen breitere Abteilungen zu machen, schneller zu machen. Und dann wird es gerade am Oberkopf, wo es umso perfekter aussehen soll, ja, da wird es dann gerade nicht so schön. Deswegen wirklich achtet da drauf und nehmt euch die Zeit, das richtig schön fein abzuteilen. So, die letzte Strähne. Wieder aus dem Gesicht raus. Boah, nice. Ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Ihr seht, die Locken fallen jetzt richtig schön, super glänzend. Und man kann jetzt verschiedene Dinge machen. Ihr könnt entweder jetzt mit den Fingern einfach durchgehen und die noch mehr aufziehen. Dann wird das Ganze etwas bouncy, buschiger. Und ihr könnt die Locken aber, wenn ihr möchtet, auch einfach so lassen. Und nur hier am Oberkopf ein bisschen runterkämmen. Das zeige ich euch jetzt. So bleiben die Locken wirklich richtig schön kompakt und definiert. Und wir stylen es mit einem schönen Wachsspray jetzt noch aus. So, ich habe ein Wachsspray, also einfach ein Haarwachs zum Sprühen. Der hat kaum Festigkeit und einfach nur Glanz. Und durch die Wachse ist das Haar vor der Feuchtigkeit etwas geschützt. Das heißt, die Locken halten euch auch ein bisschen länger. So, wir kämmen jetzt hier einfach nur den Oberkopf. Seht ihr? Mit einem wirklich breiten Kamm ein bisschen durch. Einfach ein bisschen runter. Gar nicht so viel. Jetzt seht ihr, dass es hier oben ein bisschen softer aussieht. Bisschen Abstand halten beim Sprühen, nicht zu nah dran gehen. Und fertig ist unser Lockenlook. Ja. Ja, und wenn Jenny jetzt damit nicht noch in den Regen kommt, Dann ist alles tutti. dann hält das jetzt auch wirklich so 2-3 Tage, ja. Ja. Viel Spaß damit.